Herzlich willkommen zum Einbau des Franks in den Dacia Spring. Bevor wir nun starten, möchte ich euch die Kleinteile näher zeigen, die wir beigelegt haben und auch das notwendige Werkzeug. Hier haben wir nun alle Kleinteile und auch das zusätzlich benötigte Werkzeug aufgelegt. Einerseits zwei Vibrationsdämpfer mit M5 Schrauben und Unterlegscheiben, zwei Abstandsbolzen M6, dazugehörige Kugelbolzen, zusätzlich zwei Unterlegscheiben, eine Abstandsscheibe aus Kunststoff, eine Gummischeibe und eine Rändelmutter zum letztendlichen Befestigen des Franks. Zum Einsetzen bzw. Ein- und Ausbauen des Franks benötigt man grundsätzlich kein Werkzeug. Das geht werkzeuglos. Aber als Vorbereitung, um die Abstandsbolzen und die Kugelbolzen einzubauen, benötigt man einmal einen Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10 und einen Imbusschlüssel mit der Schlüsselweite 4. So, nun denke ich, starten wir mit dem Einbau. Wir setzen nun die Bolzen auf zwei Punkte, eben hier bei diesem Schrauben und hier bei diesem Schrauben auf. Der Einfachkeit halber, falls vorhanden, kann man statt dem Maulschlüssel auch eine Ratsche mit einer Zehnernuss verwenden. Dann ist es etwas leichter zugänglich. Zuerst diese beiden Schrauben entfernen. Und die Schrauben gut aufbewahren, falls man alles einmal rückbauen möchte. Nun setzen wir die beiden Abstandsbolzen auf. Mit dem Maulschlüssel oder mit der Ratsche die beiden Abstandsbolzen fixieren. Nicht sehr stark, ca. 6 Newtonmeter. Auf die Abstandsbolzen werden nun die Kugelbolzen eingesetzt. Jetzt benötigen wir nun wirklich den Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 10 und ziehen wiederum die Kugelbolzen mit etwa 5 bis 6 Newtonmeter fest. Das war es auch schon mit den vorbereitenden Arbeiten. Jetzt gehen wir daran, den Frank einzusetzen. Nun können wir den Frank schon einsetzen. Für diesen Zweck müssen wir aber vorher noch die Vibrationsdämpfer am Frank anbringen. Bei diesen beiden Bohrungen einfach den M5 Schrauben reindrücken und den Vibrationsdämpfer auf der Hinterseite festschrauben. Bei dem zweiten Vibrationsdämpfer gleich vorgehen. Bevor wir nun den Frank aufsetzen, geben wir hier bei dieser Gewindestange die Beilagscheibe drauf und den zusätzlichen Gummibuffer oder die Gummischeibe. Danach den Frank auf die Gewindestange aufsetzen und dann richtig positionieren an den Kugelbolzen und aufdrücken. Dann legen wir die Kunststoffbeilage drauf und mit der Rändelmutter wird das Ganze dann ganz einfach befestigt. Wie ihr gesehen habt, ist der Einbau des Franks wirklich sehr einfach und in wenigen Minuten geschehen. Das Herausnehmen bzw. das Wiedereinsetzen des Franks ist dank der Rändelmutter sogar in wenigen Sekunden getan. Jetzt bleibt mir nur mehr, euch mit eurem Dacia Spring inklusive Frank eine gute Fahrt und viel Spaß zu wünschen. Euer Josef von der Firma Frank.at.